Wie geht's am Außenbadezimmer weiter? Wir werden heute Wasserleitung verlegen. Die grüne Wasserleitung kennt ihr ja vielleicht schon aus unseren vorherigen Videos. Bis jetzt müssen wir sagen, sind wir davon sehr begeistert. Die hat bis jetzt alles überstanden und ist immer noch dicht. So, ich werde jetzt gleich hier ein Loch reinbohren. Das wird jetzt der Kaltwasseranschluss. Geht dann hier runter zur Waschmaschine und da erstmal zur Toilette. Dafür bohre ich dann einfach ein Loch hier mit so einem Kegelbohrer rein. Wer unsere Videos kennt oder die uns von Anfang an schon verfolgt, kennt das Ganze schon. Für die, die jetzt gerade erstmal einsteigen, einfach den Bohrer ansetzen und bohren. Und schon ist ein Loch drin. Jetzt müssen wir natürlich von der anderen Seite auch nochmal bohren. Aber da ist, bei den dünnen Platten ging das durch. Ja, bei den dünnen Platten geht er natürlich durch. Ja. Damals bei dem richtigen Schaumplattenhaus hatten wir ja die 7,5 cm Platten genommen. Da ging der Bohrer nicht durch. Da musste man dann von hier aus nochmal mit einem Metallbohrer arbeiten. So können wir jetzt ganz einfach von der anderen Seite bohren. Da pass auf meine Blume auf. Ja, ganz einfach. Nur mit kleinen Hindernissen und Sarahs Blumen hier. Oh. Und jetzt sollte das da durchpassen. Und jetzt kann man das einfach hier durch. Ah. Was mir allerdings jetzt noch nicht gefällt ist, dass ich den Winkel hier nicht komplett bündig reinstecken kann. Und das heißt, ich muss das Loch noch ein bisschen, oder zumindest das Innenloch noch ein bisschen erweitern. Dafür muss ich dann aber jetzt den größeren Kegelbohrer einmal holen. Musst du aber auch nicht. Doch, ich will das aber so. Dann tust du dir nachher noch weh und ich verpasse das. Bei uns sieht schon wieder aus wie bei Hempels, ne? Ja, wir hatten das Material eigentlich im Ferienhaus gelagert. Dann haben wir aber doch nochmal vermietet, wollten wir eigentlich nicht. Weil wir das erstmal halt als Lagerraum nutzen wollten und dann haben wir ja, das alles hier Musste alles reingeräumt. raus. Und jetzt sieht das hier drin natürlich aus wie Sau. Aber ich habe gerade schon gesagt, je mehr er verbaut oder wir verbauen, desto mehr Platz ist. Sarah hat jetzt gerade nochmal gesagt, ja, brauchst du doch gar nicht, das passt doch. Wenn ich jetzt aber das hier reinstecke und da fehlen mir jetzt noch 1,5, 2 Zentimeter, dann hängt mir das Rohr hier oben zu weit von der Wand weg. Jetzt könnte man das so machen, die Rohre sind ja relativ flexibel und wenn ich dann... Du willst ganz anliegen, ne? Ach ja, wegen den Schellen. Wenn ich dann ja. nachher hier mit diesen Schellen das Rohr an der Wand festmachen möchte, dann habe ich hier nachher einen Bogen und dann ist hier Last auf dem Rohr. Und dementsprechend werde ich jetzt nur von dieser Seite hier nochmal mit dem größeren Kegelbohrer bohren, sodass auf der anderen Seite das Loch so schön klein bleibt, dass keine Viecher rein können, aber hier halt das Eckstück, das T-Stück noch mit rein kann. Das wird eh von außen nur dicht gemacht. Jetzt hätte man messen können, wie der Durchmesser von dem T-Stück ist und dann dementsprechend hier sich die Stufe aussuchen können. Habe ich nicht. Kannst du doch hier. Ja, kann man auch gucken, aber ich werde das jetzt einfach mal so machen. Eine Stufe und dann testen. Qualität, die begeistert. Na, das ist natürlich hier, weil er ziemlich rappelt, löst sich dann halt auch gerne mal das Bohrfutter. Aber schon mal testen. Muss noch eine Stufe mehr. Ja, So gefällt mir das. Jetzt habe ich hier nur minimal ein Loch und auf der anderen Seite genauso. Sieht man fast gar nicht. Da kann Sarah später mit Silikon nee, jetzt auch machen. wegen der Kamera hat man das nicht so. Aber ja, ich komme jetzt optimal an die Wand ran. Jetzt kommt der Waschmaschinenwasseranschluss. Ne? Genau, jetzt gehen wir runter zur Waschmaschine und dann später rüber zur Toilette. Und weiter dann zum Waschbecken. Wie ihr seht, die Rohre kann man ganz einfach mit der Flex schneiden. Jetzt ist bei den Rohren noch zu beachten, dass man, ja, jetzt habe ich natürlich falsches Beispiel. Hier, das sind Kaltwasserleitungen. Die haben hier so einen weißen oder blauen Streifen. Und genau, den wollte ich zeigen. Das hier ist eine Heißwasserleitung. Die hat einen roten Streifen.
Was habe ich gerade für Kaltwasser, den hat das Heißwasserrohr genommen. Das ist richtig, aber nur weil ich da so Weil er ein Reststück Reststück hat. hatte. Das ist halt, man kann halt für Kaltwasser auch ruhig die Heißwasserleitung nehmen. Nur man sollte halt für Heißwasser eine Heißwasserleitung nehmen. Schlau-Scheißer, Frau. Willkommen in Martis Büro. Hier habe ich mir jetzt dieses Schweißgerät hingestellt. Das muss jetzt erhitzt werden. Auf den Rohren ist auch die Beschriftung, dass hier die Fusion hier mit 260 Grad gemacht werden soll. Das stellt man sich dann hier ein und wartet, bis die grüne Lampe angeht. Und dann kann man das Ganze verschweißen. Ich zeichne mir hier immer die 1,5 cm an. Einfach mit einem Bleistift, weil hier nämlich 1,5 cm das Ganze eingeschoben wird. Ich weiß nicht, ob man erkennen kann, da ist wie so ein kleiner Anschlag drin und bis dahin sollte das halt rein und das sind 1,5 cm. Die zeichne ich mir hier an dem Rohr an, damit gleich, wenn ich das da reinschiebe, ich sehen kann, wie weit ich das aufschmelzen muss. Das Ganze ist heiß genug, das heißt, jetzt wird hier der Fitting drauf geschoben und auf der anderen Seite das Rohr reingeschoben gleichzeitig und dann circa 8 Sekunden meine ich, aber ihr könnt auch gerne selber in die Bedienungsanleitung gucken. Bis es deutlich weniger Muss wird. man das rausziehen. Ist jetzt natürlich, sonst hilft mir Sarah immer da ein bisschen bei. Man darf sich natürlich da nicht bei verbrennen. Jetzt muss man natürlich ein bisschen gucken, Ja, das so halbwegs, das macht Sarah eigentlich immer. ziemlich, ja. Ja, sieht aber ganz gut aus, dass das ungefähr im Winkel ist. Ja, und schon habt ihr eure wasserdichte, unlöslich verbundene, Ja, weil sonst halt untrennbar verbundene Verbindung gemacht. sonst im kalten Zustand passt das definitiv nicht ineinander. Genau, wir haben ja jetzt hier ein kaltes Stückchen Rohr und hier den kalten Fitting. Die passen halt nicht ineinander. Nur wenn man die aufschmelzt, kann man die ineinander stecken. Dann ergibt sich ja auch hier wie so eine kleine Wulst durch das Ineinanderstecken. Und Verdichtet das. wir haben mittlerweile viele, auch schon nicht nur an unseren Häusern, sondern woanders auch, viele Rohre so verschweißt und nie Probleme gehabt. Also da war keine Undichtigkeit bis jetzt. Einzig Blöde hier nur dran ist, dass das halt hier so locker steht. Ja, und dass das ganze Teil hier heiß ist. Genau. Also ihr dürft da echt nicht anpacken. Das ist 260 Grad heiß. Das ist ein bisschen kompliziert an dem Ding. Wenn es wirklich so eine Halterung hätte für den Tisch. Obwohl richtig kompliziert wird jetzt, das Rohr da hinten ran zu machen, weil da muss mir Sarah dann auch bei helfen. Da können wir wahrscheinlich nicht filmen. Angefangen hier die Schelle. Schellen dran zu machen. Warte. So. Nichts passiert. Jetzt die Schraube. Genau. So, wir haben jetzt hier halt die Leitung zur Toilette gemacht. Runter. Ungefähr auf das richtige Maß. Das gucken wir dann aber, wenn wir die anschließen. Da stellt sich hier voll im Weg. Ja, das macht der Martin, weil die öfters mal gerne durchdrehen, die Schrauben. Beim Rausdrehen zumindest. Genau, da muss man so ein bisschen dahinter hebeln Und dann geht das super. und dann kommen die eigentlich ganz gut raus. Ja, ich habe jetzt den Abstand von dem Rohr so gewählt, dass ich halt die Schellen immer mit der Schraube auch, die Schraube hier von dem Winkelprofil nutzen kann. Weil wir haben ja hier schon genug Schrauben drin und dann muss man ja nicht noch mehr Schrauben da reinmachen. So, das sollte jetzt einigermaßen halten. Sieht ordentlich aus. Jetzt noch darunter. Ja, und da unter. Ah ja, genau, da unten. Aber auf die Rohre müssen wir ja noch, die Anschlüsse. müssen wir noch holen, die Anschlüsse mit den Innen- oder Außengewinden. Und dementsprechend warten wir dann nochmal mit dem weiteren Befestigen. Ja. Das hat Sarah reingemacht. Ja, ich kabel nicht weiter.
Das ist jetzt der Vorher-Nachher-Vergleich. Das hier das original unbeschliffene Stück. Das ist das beschliffene Stück. Und somit wird das Loch ein ganzes Stück kleiner, also im Durchmesser. Und das ist halt irgendwie schöner oder wie auch immer. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich schleife mir das eben ab und habe dann ein kleineres Loch.